Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten die Menschen eine Technologie, die die Welt verändern sollte. Berauscht von dieser Technologie errichteten sie innerhalb weniger Jahrzehnte die autogerechte Stadt. Doch einige leisteten Widerstand. Eine kleine Zahl hoffnungsloser Optimisten widersetzte sich den Versuchungen der autogerechten Stadt. Zu Hunderttausenden gingen sie auf die Straße. Gemeinsam kämpften sie für eine lebenswerte Stadt für alle Menschen. Zum Leidwesen der Autos. Und das Schlimmste? Es schien ihnen auch noch Spaß zu machen. Hey, ich bin Ingvar und gerade habe ich ein ziemliches Déjà-vu, denn ein Jahr zuvor stand ich schon einmal hier, an genau dieser Stelle mit dem gleichen Rad. Damals brach ich auf mein größtes Abenteuer auf, nach Aserbaidschan, zur 29. Weltklimakonferenz. Ich wollte von unterwegs über Positivbeispiele der Verkehrswende berichten und am Zielort über die globale Klimapolitik. Ich fuhr über die Alpen, durch den Balkan bis in die Türkei, über hohe Berge, durch Wüsten und Salzseen, bei 40 Grad im Schatten und Minusgraden im Schnee. Ich traf auf wilde Hunde, herzliche Menschen und überquerte wie durch ein Wunder die Grenze nach Aserbaidschan. 5000 Kilometer später kam ich in Baku an. Über die Klimakonferenz konnte ich berichten, über die Verkehrswende weniger. Dafür war ich, so wurde mir irgendwann klar, in die falsche Richtung gefahren. Und so stehe ich ein Jahr später wieder hier, um das zu schaffen, was ein Jahr zuvor nicht gelang. Und diesmal fahre ich in eine Richtung, aus der es etwas zu berichten gibt. Also ich möchte über die Verkehrswende sprechen und vor allem auch über die Frage, wie wollen wir denn die Mobilität der Zukunft gestalten? Die ökologisch, ökonomisch, sozial in keinster Weise sinnvoll ist. Seit Jahren schreibe und spreche ich über die Verkehrswende. Lange dachte ich, dass gute Argumente allein ausreichen würden, um Menschen von diesem Projekt zu überzeugen. Doch irgendwann merkte ich, mit Worten allein erreicht man nur den Kopf. Und dieser vergisst schnell. Mit Bildern und Geschichten hingegen erreicht man das Herz. Und so kam die Idee, die Verkehrswende als Film zu erzählen. Ein Film, der zeigt, dass das, woran viele hierzulande noch zweifeln, anderswo bereits gelingt. Ich möchte wissen, was all diese Städte gemeinsam haben. Braucht es besondere Voraussetzungen oder kann im Grunde in jeder Stadt die Verkehrswende gelingen? Das
möchte ich von den Menschen vor Ort erfahren, die an der lebenswerten Stadt von morgen arbeiten und die ihre Erfahrungen mit uns teilen können. Mit diesem Ziel erreiche ich 5 Tage nach Abreise die erste Stadt auf meiner Route. Paris, von Freiburg nach Paris. Die erste Etappe ist geschafft. Kaum eine Metropole hat in letzter Zeit so viele Schlagzeilen gemacht wie Paris. Die Stadt hat in beispielloser Geschwindigkeit den öffentlichen Raum umverteilt. Seitdem erlebt Paris eine echte Fahrradrevolution. Eine Revolution, die ich am Morgen meiner Ankunft mit eigenen Augen bewundern darf. Aber es ist nicht allein das Fahrrad, das das neue Paris symbolisiert. Es sind auch die Bäume. Seit 2014 hat die Stadt 44 Hektar an neuen Grünflächen geschaffen und pflanzt gerade 170.000 Bäume, um das Stadtbild zu verschönern und die Bewohner vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Doch Paris' größter Stolz sind die neuen Fußgängerzonen. Über 300 Straßen wurden in den letzten Jahren von Autos befreit und den Menschen kleine Oasen der Ruhe geschenkt. Aus Parkplätzen wurden Parks und Plätze. Und so sehen die Pariser, wie ihre Stadt langsam ergrünt. Das jüngste Wunder erwartet mich direkt vor dem Rathaus. Noch sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Doch wenige Wochen nach meiner Abreise wird die Stadt den Platz ganz offiziell eröffnen. Auf einer ehemals völlig versiegelten Fläche ist in wenigen Monaten ein neuer kleiner Stadtwald entstanden. Das Beeindruckende an Paris ist nicht nur, was alles passiert, sondern vor allem, wie schnell es passiert. Wie konnte Paris das schaffen, wofür andere Städte oft Jahrzehnte brauchen? In der französischen Hauptstadt hat es vor allem mit einer Frau zu tun, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und den Mut hatte, ihre Idee einer lebenswerten Stadt entschlossen voranzutreiben. Aujourd'hui, vous m'avez accordé votre confiance pour être à nouveau maire de Paris. Let's look at the mayor of Paris, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo is planning for a post-car Paris. Is it realistic? Von einer Bürgermeisterin zum globalen Gesicht für eine gelungene Verkehrswende. Das ist wohl bislang nur Anne Hidalgo gelungen. Weltweit wird sie gefeiert für ihre Vision und ihren Willen, eine Großstadt innerhalb eines Jahrzehnts radikal zu verändern. The mayor of Paris, Anne Hidalgo, has won the Socialist Party's nomination. Anne Hidalgo ist mutig, entschlossen und ehrgeizig. Manchmal vielleicht zu ehrgeizig. 2022 tritt sie zu den Präsidentschaftswahlen an und scheitert krachend. Anne Hidalgo merkt, ihr Platz ist in Paris. In den Jahren danach beschleunigt sie den Wandel. Paris baut ein olympisches Radwegenetz und schafft es, dass man nach über 100 Jahren endlich wieder in der Seine schwimmen kann. 2024 wird sie von der Financial Times zu den 25 einflussreichsten Frauen der Welt gewählt. Anne Hidalgo hört auf. 2026 tritt sie nicht mehr zu den Bürgermeisterwahlen an. Nach 12 Jahren soll nun Schluss sein. Doch ihr Vermächtnis wird bleiben. Hidalgo hat in Paris einen Prozess angestoßen, der zugleich noch lange nicht zu Ende ist. Doch lässt sich das Momentum fortführen? Im Rathaus von Paris-Centre, im 3. Arrondissement der Stadt, treffe ich auf meinen ersten Interviewgast, einen Parteikollegen von Anne Hidalgo. Je suis Florent Giry.
Et depuis 2020, je suis adjoint au maire de Paris-Centre, en charge de la voirie, des mobilités et de la gestion des chantiers. Seit 5 Jahren begleitet Florent Géry den ökologischen Umbau von Paris. Ich möchte von ihm wissen, welchen Weg Paris nach Hidalgos Abgang einschlagen wird. Notre mandat municipal s'achève dans 1 an. Donc je crois que ce sera la prochaine élection municipale en 2026 qui permettra à ce que les Parisiens choisissent est-ce qu'on continue cette trajectoire ou est-ce qu'on arrête et on considère que les efforts faits sont suffisants. Moi, mon avis, bien sûr, c'est qu'il faut continuer cette trajectoire. Ce qui est très enthousiasmant, c'est la vitesse avec laquelle elle a lieu. En 10 ans, on est passé de presque aucun vélo à presque 15% de part modale. Ça veut dire que dans 10 ans, on peut imaginer être à 25 ou 30% de part modale pour le vélo et avoir réduit les usages de la voiture vraiment à leur portion minimale. Aujourd'hui, les usages de la voiture dans mon arrondissement, dans Paris-Centre, ils ont réduit d'environ 10 à 15% en 1 an. Seulement en 1 an. Ouais. Et c'est un rythme qui accélère. Donc cette trajectoire-là, si elle se prolonge, ça veut dire que là où aujourd'hui on a des bouchons, de la pollution de l'air, etc., et où parfois les aménagements peuvent être accusés de créer ponctuellement encore plus de bouchons, etc., ça veut dire que l'équation va être résolue. Si on a 5, 10, 15% de réduction de trafic par an, dans 4-5 ans, il n'y aura plus de bouchons et les trajets, les personnes qui ont besoin d'utiliser leur voiture, eh bien, elles le pourront de façon beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui. Et c'est vraiment ça l'objectif pour moi. C'est pas de supprimer la voiture de Paris, c'est de faire en sorte que ces usages soient limités aux usages réellement nécessaires. Et que pour tous les autres usages, dans le reste de sa vie, on puisse faire des transports en commun, de la marche, du vélo, de façon sécurisée et fluide. Et je pense qu'on peut y arriver d'ici 10-15 ans à Paris et que toutes les rues de la capitale soient aménagées pour permettre ce type de déplacement. Der Rückgang des Autoverkehrs lässt sich nicht nur im Arrondissement von Florent Géry beobachten. In ganz Paris nimmt der Autoverkehr kontinuierlich ab. Im Vergleich zu 2002 hat er sich sogar halbiert. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte, erzählt mir Géry. Doch jetzt sei es wichtig, sich nicht auf den Erfolgen auszuruhen, sondern den Horizont zu erweitern. In die Pariser Vororte, dort, wo die Verkehrswende bislang wenig zu spüren war. Un des grands enjeux pour les 10-15 ans à venir, c'est que cette distance entre Paris et sa banlieue soit réduite le plus possible. Réduit dans l'urbanisme, c'est-à-dire que ce boulevard périphérique devienne quelque chose de beaucoup plus perméable, comme un boulevard urbain, et puis aussi dans les distances mentales, pour que cette discontinuité entre Paris et sa banlieue, qui est une discontinuité administrative, soit diluée dans ce grand Paris qui fait que les pôles d'activité, de loisirs, d'habitat, évidemment, ne s'arrêtent pas à la frontière administrative des villes. Un autre défi, c'est tout simplement l'acceptation du changement. Même si à Paris, la plupart des habitants n'ont pas de voiture, on est seulement à 1/3 des ménages, des foyers qui ont un véhicule et en général, ils ne l'utilisent pas tous les jours et ça réduit très fortement. Mais tout de même, il y a toujours un enjeu d'acceptabilité des travaux. Yeah. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de travaux et les pistes cyclables, qui sont des travaux par définition en longueur, qui vont impacter des centaines ou voire des kilomètres de rues simultanément, ça a un impact très fort sur la circulation, mais aussi sur le bruit et la vie du chantier, quoi. Et ça, c'est vrai que les pistes cyclables, de ce point de vue-là, elles sont très pénibles en termes de travaux. C'est long et c'est impactant. Ouais. Après, quand c'est fini, tout le monde est très ravi d'avoir l'aménagement. Ouais. Et que conseilleriez-vous aux maires en Allemagne qui aimeraient faire avancer en matière de mobilité plus durable, mais qui ont peur des résistances? Moi, l'enseignement principal que je peux donner, qui a marché pour nous, c'est qu'on a été très clair dès la campagne électorale, dès l'élection. Dans notre programme électoral, on avait écrit qu'on voulait supprimer la moitié du stationnement. Aujourd'hui, on est à 40% de stationnement supprimé et dans 1 an, on sera à 50% à Paris-Centre. Et cette légitimité issue de l'élection, avec un programme très très clair, elle permet ensuite de pouvoir dérouler les projets en concertant sur la forme, sur leur priorisation, sur les lieux précis où ils doivent atterrir, mais tout de même en ayant cette ligne rouge, ce fil directeur légitime lié à l'élection. Et je crois qu'effectivement, il est très difficile pour un maire, un élu local, de inventer ou de créer une politique aussi rapide et aussi impactante pour la vie des habitants sans avoir eu à un moment l'aval explicite des citoyens. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est que lors des échéances électorales, les candidats n'hésitent pas à s'engager sur des choses précises. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à faire 100%, mais en tout cas, ça leur donnera un mandat et une direction très claire pour pouvoir faire leur projet avec beaucoup de sérénité et beaucoup de méthode. Ouais. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Eine klare politische Linie. Das ist das Erfolgsgeheimnis der Regierung um Bürgermeisterin Anne Hidalgo.
Lange war Paris für sein Verkehrschaos berüchtigt. Das Fahrrad war nie komplett verschwunden. Inmitten der unzähligen Autos, umgeben von Lärm und Gestank, trauten sich jedoch nur die wenigsten auf den Sattel. Paris gehörte den Autos. Früher war die Rue de Rivoli eine 7-spurige Hauptverkehrsachse. Heute gehören 2/3 der Straße dem Radverkehr. Und vor wenigen Jahren war das Ufer der Seine eine Schnellstraße. Heute ist es die längste Fußgängerzone von Paris. Die französische Hauptstadt ist im Wandel. Der Autoverkehr ist auf einem historischen Tiefstand. Der Radverkehr erzielt jedes Jahr neue Rekorde. Und die Luftqualität hat sich innerhalb von 10 Jahren um 40% verbessert. Und so erobern die Pariser, nach Jahrzehnten, in denen das Auto alles dominierte, langsam den öffentlichen Raum zurück. Und selbst wenn Paris noch weit davon entfernt ist, eine autofreie Stadt zu sein und sich einige noch an die neuen Verhältnisse gewöhnen müssen, sind viele dem Wandel mit Neugierde und Leichtigkeit begegnet und haben das ehemals autoverstopfte Paris zu einer wunderbaren Fahrradstadt gemacht. Nabora lang saraboido Nabora lang kundara Nabora lang kunsitel Kalumo 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 Nabora lang kundara Nabora lan saraboido Nabora lan tauya Kalumo 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 Nabora lan bayardo Im windigen Norden Frankreichs verarbeite ich die Eindrücke, die Paris bei mir hinterlassen hat. Wenn sich eine Millionenmetropole innerhalb kürzester Zeit radikal verändern kann, wäre das in Deutschland auch möglich? Ist es wirklich allein fehlender politischer Wille, der deutsche Städte davon abhält, dem Pariser Beispiel zu folgen? Tatsächlich ist die Sorge, Wählerstimmen zu verlieren, häufig ein Grund für das zögerliche Handeln vieler Entscheidungsträger. Doch wenn man es richtig macht, kann man mit dem lebenswerten Stadtumbau sogar Wahlen gewinnen. Anne Hidalgo ist ein gutes Beispiel dafür. 2020 gewann sie ihre Wiederwahl mit noch größerem Abstand als 6 Jahre zuvor. Wenige Tage später erreiche ich Belgien. In der Region Flandern merke ich, wie sich die Fahrradinfrastruktur deutlich verbessert. Von nun an ist die geteilte Straße die Ausnahme und der geschützte Radweg die Regel. Über eine der schönsten Fahrradbrücken des Landes, der Vlaasbruch, nähere ich mich der zweitgrößten Stadt Belgiens. Eine Stadt, die 2017 von sich reden machte, als sie ihren Bürgern nach jahrelanger Arbeit ein neues Verkehrskonzept präsentierte, das das Antlitz der Stadt radikal verändern sollte.
Ich bin auf der Suche nach den schönsten Fahrradstädten Europas. In Gent mache ich die Entdeckung, Gent ist vor allem eine wunderbar entspannte Fußgängerstadt. Über die Brücken und durch die engen Straßen und Gassen schlendern jeden Tag tausende Menschen, Einheimische wie Touristen. Man hört Menschen statt Motoren, Klingeln statt Hupen und surrende Räder statt quietschende Reifen. Gent ist nicht komplett autofrei, aber das Auto passt sich dem entschleunigten Takt der beschaulichen Studentenstadt mit 270.000 Einwohnern an. Und hier, in der Innenstadt, wo 60.000 Menschen wohnen, spielt es so gut wie gar keine Rolle. Doch das war nicht immer so. Vor wenigen Jahrzehnten gehörten Autos in Gent zum gängigen Stadtbild. Die Altstadt wurde dabei vor allem als Durchfahrtsweg genutzt und der alte Marktplatz als Parkplatz. Als der Verkehr immer schlimmer wurde, reagierte die Politik. 1997 verbannte sie die Autos aus der Altstadt. Die Gegend rund um die prachtvollen Kirchen wurde zur Fußgängerzone. Das Problem war gebannt, aber nicht gelöst. Und so sperrte sie im Frühjahr 2017 den gesamten Durchgangsverkehr aus der Innenstadt aus. Autofahrern bleibt es zwar weiterhin erlaubt, hineinzufahren, aber nicht mehr hindurch. Und auch innerhalb der Innenstadt können Autofahrer nicht mehr nach Belieben fahren. Das Gebiet wurde in 6 Zonen aufgeteilt. Wer in eine andere Zone will, muss den Umweg über die Ringstraße am Stadtrand nehmen. Und wer in der Innenstadt parken möchte, wird in ein Parkhaus geleitet. Und so reduzierte sich kurz nach Einführung des neuen Verkehrsplans der Autoverkehr um 30%. Bus und Straßenbahn, die mehr Bewegungsfreiheit als das Auto genießen, gewannen dagegen an Bedeutung hinzu. Der große Gewinner ist aber das Fahrrad. Über Nacht wurde es zum bequemsten und schnellsten Verkehrsmittel. In wenigen Jahren wuchs sein Anteil von 22% auf 35%. Die Stadt baut das Radnetz immer weiter aus, vergrößert seine Fahrradparkhäuser und leitet die Fahrradfahrer über 60 Fahrradbrücken sicher durch die Stadt. Das Gent von heute hat mit dem Gent der 90er Jahre nicht mehr viel gemeinsam. Die Stadt gehört jetzt den Menschen, vor allem den Fußgängern und natürlich dem Fahrrad, das einsprang, als Autofahren komplizierter wurde. Und die Einwohner, sie sind mehrheitlich zufrieden mit ihrer neuen Stadt. Ähnlich wie in Paris wurden die Verantwortlichen im Amt bestätigt. Und so zeigt auch Gent, dass man mit einer mutigen Verkehrspolitik Wahlen gewinnen kann. Ein Beweis, der so manchen Entscheidungsträgern in Deutschland Mut machen könnte. So. Ich möchte aber nicht meine Hand über dich legen, ja? Doch. Das sieht voll komisch aus, wenn ich so rummache. Aber wenn ich da unten reingehe, ist auch komisch. Ich filme übrigens. Hinter Gent bekomme ich Begleitung. Mein 3 Jahre älterer Bruder Ilja wird mich fortan als Reisepartner und Kameramann unterstützen. Ilja ist selbst passionierter Radreisender. 2019 fuhr er mehrere Monate quer durch Afrika, durch Wüsten und Dschungel und dokumentierte abenteuerliche Begegnungen mit Mensch und Tier. Eine Tour durchs flache Nordwesteuropa, für ihn ein Kinderspiel und für mich eine schöne Abwechslung, wieder Begleitung zu haben. Hier ist jetzt ein Tunnel und der führt so über den Fluss entlang bis nach Antwerpen ins Zentrum. Der Eingang des Tunnels ist per Lift. Niederlande. Und dann
bin ich in dem Land, das bei einer Reise zu den schönsten Fahrradstädten Europas natürlich nicht fehlen darf. Ein Land, das seinen Fahrradfahrern im wahrsten Sinne des Wortes den roten Teppich ausrollt. Und auch auf dem Land haben die Niederlande einiges zu bieten. Am Meer gelange ich auf den wunderschönen Nordseeküstenradweg. Inmitten von Dünen und bei herrlichem Rückenwind geht es der niederländischen Hauptstadt entgegen. Ich bin in Amsterdam, eine Stadt mit idyllischen Brücken und malerischen Grachten, weltbekannt und viel besucht. Jedes Jahr werden über 20 Millionen Übernachtungen verbucht. Doch dass das Amsterdam von heute überhaupt noch existiert, hat ganz direkt mit dem Fahrrad zu tun. Das wird mir zu einem späteren Zeitpunkt bewusst werden. Aber erstmal will ich mir eine Weltneuheit anschauen, ein architektonisches Wunderwerk, das sich direkt am Hauptbahnhof befindet, jedoch nicht über, sondern unter der Erde. In Amsterdam steht tatsächlich das erste Unterwasser-Fahrradparkhaus der Welt und dafür wurde der gesamte Kanal da hinten 2018 trockengelegt und innerhalb 5 Jahre haben sie das gesamte Fahrradparkhaus darunter errichtet. Und ja, es sind 7000 Plätze, die ersten 24 Stunden sind kostenfrei und es ist einfach eine ziemlich architektonische Meisterleistung. Und ja, jetzt schaue ich es mir mal an, wie es unten aussieht. Es ist nur ein Fahrradparkhaus und dennoch spricht es Bände über die verkehrspolitische Bedeutung, die das Fahrrad hier seit einigen Jahrzehnten genießt. In Amsterdam wird das Fahrrad nicht nur toleriert, es ist eine zentrale Säule der Verkehrspolitik. Mit sicheren Abstellplätzen an zentralen Orten will die Stadt Pendler vom Auto aufs Fahrrad locken. Eine Strategie, die in den letzten Jahren ein voller Erfolg war. Der Anteil der Pendler, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, stieg seit 2019 von 36% auf 56% an. Wenig überraschend also ist auch überirdisch viel Betrieb. Amsterdams Radwege sind voll. So voll, dass Staus keine Seltenheit sind und es manchmal schwer wird, bei einer Grünphase über die Kreuzung zu kommen. Wo der Platz beschränkt ist, gehört die Straße den Fahrrädern. Autos sind auf den ausgewiesenen Routen nicht erlaubt. Und dort, wo der Platz ausreicht, laden bis zu 5 Meter breite, rote und sichere Radwege die Fahrradfahrer ein. Als ich diese Fahrradmassen sehe, wird mir bewusst, würde nur ein Bruchteil der knapp 500.000 Menschen, die hier täglich mit dem Fahrrad fahren, stattdessen im Auto sitzen, würde das Amsterdam, wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Autos brauchen Platz und der ist hier einfach nicht vorhanden. Um ihn zu schaffen, hätte man große Teile der Innenstadt zerstören müssen. Und tatsächlich, es gab eine Zeit, in der genau dies geplant war. Eine Zeit, in der auf Amsterdams Straßen Autos dominierten und Politik und Stadtplaner es kaum erwarten konnten, ihre Pläne der autogerechten Stadt in die Tat umzusetzen. Doch kurz bevor die Bagger anrückten, regte sich Widerstand. Ausgerechnet von jenen, die man im automobilen Rausch der Nachkriegszeit vergessen hatte. De toestand in de pijp, de auto's.
Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door de ongelukken. Er komt veel meer luchtvervuiling door. Alles wordt besteed aan parkeerterrein. Waarom neemt iedereen geen fiets? Ik ben het wel goed mee eens. Dan kunnen we veel meer spelen. We willen gewoon buiten spelen. Zoals onze ouders vroeger deden. Maar dat kan helemaal niet meer. Een auto is wel fijn om te hebben. Maar wij vinden de speelruimte veel belangrijker. Je kunt in de straten nergens meer spelen. Overal staan auto's geparkeerd. En de auto's rijden veel te hard door die nauwe straten. Toen hebben we die speelstraat bedacht. Toen zijn we in de Emonilaan en in de Gerardouwstraat aan de mensen gaan vragen wat die ervan vonden. Iemand schrijft een oud verhaal. Ja, en dan krijgen we weer... Lees het maar eens voor, lees maar voor dan. Betere parkeergelegenheid en speelruimte voor de kinderen in de Emonistraat. Dat kan nooit, hè, die straat afzetten, dat kan niet. Dat ook niet. Dat is ook niks van. Ja, dat kan niet. Een doorgangsstraat. Ja, dat is wat verkeerd. Hè? Dat is verkeerd. Wel een hamer voor. Moet je met mij doen, gaan we zien. Ik kan hem wel rustig bedienen. Jij bent niet. Hij staat niet kennen, hij staat niet kennen. Ik kom niet. Wij willen ook spelen. Weg met die auto's. We hebben het over de pijp, hè, op het moment. Over de pijp. Er lopen hier 10 of 20 kinderen. Die kan het toch niet eens bereiken? 10 of 20 kinderen, hele school. Nou, meneer, hele scholen lopen ermee, meneer. Het is een algemene nood hier in Amsterdam. Wij hebben de straat bezet om te laten zien dat we een speelstraat willen. Die straat moet afgesloten worden voor altijd. Zo moet je dus een actie voeren. Je moet aan de mensen laten zien dat iets fout is en dat het beter kan. En dan doet de gemeente ook wel mee. Er zijn natuurlijk ook mensen die ons niet willen helpen met de speelstraat. Maar dat zijn er maar heel weinig. Wagen 8908J1 weghalen alsjeblieft. Anders blijft er niks meer over. Auto's opgeruimd! Auto's opgeruimd! Auto's opgeruimd! Jij was zo man, rond in Scheveningen. Ja, mijn kinderlijden was zo man, was zo man, was zo man. Ja, ik ken het, was zo man, was zo man, was zo man. Ja, ik ken het, was zo man, rond in Scheveningen. Es ist der Protest der Kinder, der Anfang der 1970er Jahre den Grundstein für eine der größten Massenbewegungen des Landes legt. Sie sind die Hauptleidtragenden der rasanten Motorisierung und sie sind die Ersten, die dagegen protestieren. Im Herbst 1972 erscheint ein Artikel in der Tageszeitung De Tijd. Darin wird der Tod der 6-jährigen Simone Langenhoff beschrieben, die auf dem Weg zur Schule von einer Autofahrerin getötet wird. Der Autor, ihr eigener Vater. Er prangert die Gleichgültigkeit seiner Mitmenschen an und ruft dazu auf, endlich Widerstand zu leisten. Langenhoffs Artikel zeigt Wirkung. Plötzlich machen die Erwachsenen mit. Erst Hunderte, dann Tausende und schließlich Zehntausende. Mit spektakulären Aktionen machen sie auf die Gefahren des Autos aufmerksam und fordern eine Rückbesinnung auf die einst stolze und fast vergessene Fahrradkultur. Und irgendwann reagiert die Politik. Städte entwerfen erste Radverkehrspläne, bauen erstmalig sichere Fahrradwege und experimentieren mit fahrradfreundlichen Kreuzungen. Langsam wird das Auto verdrängt. Langsam gewinnt das Fahrrad wieder an Bedeutung hinzu und langsam beruhigen sich die Straßen wieder. Die Niederlande von heute sind im Vergleich zu den 1970er Jahren kaum wieder zu erkennen. Es ist das Ergebnis genau dieser Massenproteste, eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende ist.
Und alles begann mit den Kindern, die überzeugt waren, dass eine andere Welt möglich ist. Ich treffe Marco de Brömmelströt. Er forscht und lehrt an der Universität Amsterdam an der Mobilität von morgen. Lange war Marco medial als Fahrradprofessor bekannt, als Botschafter der niederländischen Fahrradkultur. Doch mittlerweile hat sich sein Blick verändert. Er glaubt, auch das Fahrrad ist nicht des Weisheits letzter Schluss. Vielmehr müssen wir den öffentlichen Raum grundlegend neu denken. Doch zuerst will ich von ihm Folgendes wissen. Are Dutch people aware in what beautiful and unique cities they are living in? Well, first of all, you have to realize that the beauty of these cities has been developed in only the last 50 years, right? But the people that are currently living in that system, it's called sort of the shifting baseline. So the shifting baseline means that people that are now living in this system take it completely for granted because it's so natural that you are not aware anymore that it's something special, right? That it has been designed. So what you see happening a lot is that when Dutch people travel abroad for a while, then they realize suddenly like, oh, wait a minute, that was actually quite special. We have the same with bread. Only when we are abroad we realize how good our bread is. Yeah. Was aus deutscher Sicht utopisch wirkt, ist für die Niederländer also völlig normal. Die fahrradgerechte Stadt. Nach Jahrzehnten der Veränderung glauben nun viele am Ende angekommen zu sein. Doch für Marco haben auch die Niederlande das Potenzial ihrer Städte noch lange nicht ausgeschöpft. We should allow us to dream beyond what the Netherlands achieves. And we should also dare to dream about things that are currently happening in Paris, where streets are redesigned for children, for nature, and the entire city is basically trying to cure itself from this traffic engineering mindset, this efficiency machine, and now is returning back to the human values that really make us tick. Have the opportunity in a city to have a good life without being dependent on fast mobility is a much, much better goal than let's try to put everybody on a bike. It's very hard, I would say, in international studies that we do. In the Netherlands, it might be even the hardest place to get that conversation going again, because we seem to have solved the problem. So for many people, there's nothing to fight for. There's no activism in the Netherlands anymore. Streets have been redesigned from basically black paint to red paint, which is beautiful, wide infrastructure for bikes. But there's no greenery, there's no children playing on the street, there's no people meeting each other there, there's no trade happening. So all the things that could also happen in public space have not been included. We don't have political conversations about the goals of the streets or society. And that, in the end, was the goal of the movements in the 60s and 70s. So my final question is always, what do you suggest to German mayors who want to promote sustainable mobility, but who fear the resistance of the public or the media? If you want to play a big role in any transition, as a politician, and you fear resistance, then you're doing the wrong job. Because resistance will always be part of any transition, and you need to be willing to face it, right? There are a few things that you can do. One is you can just face the resistance, fight the hill of hysteria, and there will be a point where you will be over it. And we have plenty of examples that this will actually lead to political success. But you can also try to avoid running up the hill of hysteria, go around it by changing the conversation. Don't always talk about reducing car speeds or taking away car access or pricing car parking. You can also start talking about things that really matter for people. So if you want to be part of a transition, try to find a language, a narrative that actually activates the silent majority. I am fully certain that in most cities, a large majority of citizens actually desires change, but they're currently not included because the debate is too much centered on the loud minority that has fear for change, and they will be the resistance. But if you fear resistance, and if that stops you from acting as a political leader, you should stop being a political leader, because facing resistance is your job. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Very nice. Right? Die Perspektive verändern.
Das ist die zentrale Botschaft, die ich aus dem Gespräch mit Marco entnehme. Nicht der Kampf gegen das Auto sollte die Debatte bestimmen, sondern der Einsatz für eine lebenswerte und gerechte Stadt. Und noch etwas habe ich gelernt, dass selbst der Umstieg vom Auto zum Fahrrad das Grundproblem der modernen Stadtplanung nicht berührt, nämlich dass wir große Teile des öffentlichen Raums allein der Mobilität unterordnen. Doch ist der Umstieg aufs Fahrrad nicht die Voraussetzung, um genau diesen Platz zu schaffen? Und gibt es Städte, für die Aufenthaltsqualität wichtiger ist, als die Qualität hindurchzufahren? Das möchte ich in der nächsten Stadt auf dieser Reise herausfinden. Eine Stadt, die selbst für niederländische Verhältnisse außergewöhnlich ist. Ich bin in Utrecht angelangt, die 4. Stadt meiner Reise, über die ich hier berichten will. Und ich habe mir hier gleich einen ganz symbolischen Ort ausgesucht, denn hinter mir, das ist der Catharijnensingel. Und da sind bis vor wenigen Jahren hier tausende Autos jeden Tag lang gefahren, denn das war eine Autobahn, bis die Stadt gemeint hat, das ist ein bisschen veraltet, lasst das doch wieder in den ursprünglichen Zustand zurückbringen. Denn vor Jahrhunderten war das hier schon mal ein Fluss und dann haben sie innerhalb weniger Jahre den Catharijnensingel wieder in einen schönen Kanal umgewandelt. Und ja, früher sind hier tausende Autos gefahren, jetzt können hier tausende Menschen jeden Tag entlang am Ufer spazieren und das ist einfach unglaubliche Meisterleistung ökologischer Stadtentwicklung und steht für mich wie keine andere, wie für die Verwandlung von Utrecht in den letzten Jahrzehnten. Der Rückbau der Autobahn von Utrecht in einen begrünten Kanal ist eine der beeindruckendsten Verwandlungen, die eine europäische Stadt zu bieten hat. Aus heutiger Sicht ist es schwer zu glauben, dass hier einmal Autos fuhren. So ruhig, friedlich und so natürlich wirkt der Anblick der Menschen, die hier an Land und zu Wasser das neue Utrecht genießen. Und auch an anderer Stelle wird deutlich, Utrecht setzt neue Maßstäbe. Am Bahnhof empfängt mich das größte Fahrradparkhaus der Welt. Auf 3 Etagen ist hier Platz für 12.500 Räder. Etwas weiter draußen bei der Uni verläuft auf 400 Metern der längste Regenbogenradweg der Welt. Und am Stadtrand bringt die futuristische Daphne-Schippers-Brücke Radfahrer und Fußgänger in die Außenbezirke und wird verbunden durch einen geschwungenen Radweg, unter dem sich eine Kita befindet. Doch Utrechts größte Sehenswürdigkeit sind die Massen an Fahrradfahrern, die sich jeden Morgen in Bewegung setzen. Wie ein Schwarm Fische bahnen sie sich ihren Weg durch die Stadt. Was in Autostädten tägliches Verkehrschaos bedeutet, wird in Utrecht still und unaufgeregt mit dem Fahrrad erledigt. Und der Anblick zehntausender Radfahrer, die man in Deutschland höchstens auf Fahrraddemos sieht, ist hier ganz normaler Alltag. In Utrecht möchte ich mit den Menschen sprechen, die dafür verantwortlich sind. Ich treffe Maya van der Voet. Sie koordiniert den Radverkehr in der Stadt. Maya kommt ursprünglich aus Deutschland und wanderte in die Niederlande aus, um als Stadtplanerin Dinge zu verändern. Ich habe jetzt schon viele Fahrradstädte besucht in Europa. Mein persönliches Fazit ist, dass Utrecht die schönste Fahrradstadt der Welt ist eigentlich. Würdest du das auch so sehen? Du arbeitest hier. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Wir nennen uns ja auch Weltfahrradhauptstadt und es wurde auch in mehreren Studien auch gezeigt, dass wir eben sowohl im Fahrradanteil als auch in der Zufriedenheit der Fahrradnutzer gut dabei sind. Und da sind wir auch stolz drauf und arbeiten da auch weiter dran, um das weiterhin zu verbessern. Utrecht ist also stolz, Fahrradstadt zu sein. Tatsächlich steigen von den 340.000 Einwohnern
täglich bis zu 125.000 auf das Fahrrad. Doch welches Ziel verfolgt die Stadt mit dieser Politik? Geht es wirklich allein darum, so viele Menschen wie möglich aufs Fahrrad zu setzen? Aber wir machen das Ganze nicht nur für den Radverkehr. Es geht wirklich darum, dass wir an einer Strategie arbeiten, die wir nennen gesundes städtisches Leben für alle. Und dafür haben wir das Konzept der 10-Minuten-Stadt ausgearbeitet. Das Konzept der 10-Minuten-Stadt geht darum, dass alle Funktionen, die man für den täglichen Bedarf braucht, in der Nähe sind. Also sprich, dass man eben schnell zum Kindergarten, zum Einkaufen, ins Theater, ins Kino. Also alles soll eben mit dem Fahrrad oder zu Fuß innerhalb von 10 Minuten erreichbar sein. Und wir suchen natürlich auch die Kombination mit dem ÖPNV. Und wir haben gesagt, die Kehrseite davon ist, dass wir das Stadtwachstum nur möglich machen können, wenn wir den Autoverkehr nicht zunehmen lassen. Also sprich, wir haben gesagt, wir halten das Niveau von 2020 fest und bis 2040 darf der Autoverkehr nicht weiter steigen, obwohl eben die Anzahl der Einwohner und der Arbeitsplätze so enorm steigt. Wir geben den öffentlichen Raum mehr an die Menschen zurück, also sprich für Rad- und Fußverkehr und Grün. Und das ist eben zu Kosten des Autoverkehrs. Also wir haben diverse Straßen, wo wir einfach sagen, der Autoverkehr wird mehr auf den äußeren Ringen abgewickelt und zentriert. Die zweite Strategie ist, dass wir Parkraum beschränken. Also wir haben natürlich schon viele Flächen umgewandelt von Parkflächen zu öffentlichem Raum. Nutzung für Terrassen, für Grünflächen, für Fahrradparken, was eben auch bei uns ein ganz großes Ding ist natürlich. Es gibt auch Parkhäuser natürlich, also die verschwinden aus dem öffentlichen Raum. Aber was eben neu ist an dem Mobilitätsplan, ist, dass wir gesagt haben, wir führen ein neues Konzept ein und das nennen wir Parken auf Entfernung. Wir entwickeln Parkgaragen etwas außerhalb der Stadt, wo also natürlich Besucher ihr Auto abstellen können und auf guten Fahrrädern mit einem Bikesharing ein Fahrrad nutzen können, um schnell in die Stadt zu kommen. Aber was eben wichtig ist, auch Bewohner, die können, wenn sie wirklich ein Auto brauchen, auch dieses Auto dort abstellen. Mhm. Weil wir eben auch sehen, Leute, die haben ein Auto, benutzen es aber oft nicht. Und solche, das kostet öffentlichen Raum und den öffentlichen Raum haben wir nicht. Was Maja hier beschreibt, ist ein ganz zentraler Punkt. Wer es mit der Verkehrswende ernst meint, der muss eine Lösung für die vielen parkenden Autos im öffentlichen Raum finden. Sie nehmen kostbare Flächen, die dringend anderweitig benötigt werden. Tatsächlich macht Utrecht manchen Einwohnern das Angebot, das Auto günstiger in Parkgaragen zu parken als im öffentlichen Raum direkt vor der Haustür. Das ist in Utrecht nämlich sehr teuer. Je nach Lage kostet der Anwohnerparkausweis über 640 € pro Jahr. Zum Vergleich, in Berlin kostet der Ausweis 10,20 € im Jahr. Dass das nicht mehr zeitgemäß ist, hat man in Utrecht schon lange erkannt. Der öffentliche Raum ist viel zu kostbar, als ihn für einen Spottpreis an parkende Autos zu verscherbeln. Zum Abschluss frage ich Maja, welchen Rat sie deutschen Entscheidungsträgern auf dem Weg zur Verkehrswende geben kann. Ich würde Ihnen empfehlen, um auf jeden Fall das an andere Themen wie zum Beispiel Stadtqualität oder auch soziale Themen wie Inklusion und Verkehrssicherheit zu linken, um einfach zu sagen, welche Stadt wollen wir sein? Eine Stadt für die Bewohner, eine Stadt für die Bevölkerung. Und Radverkehr ist ein Mittel dafür, dass wirklich die Leute teilhaben können an der Gesellschaft, an der Mobilität. Und wenn es um Widerstand geht, versuchen Sie auf jeden Fall gute Beispiele aus anderen Städten zu zeigen. Arbeiten Sie mit Modellprojekten und weil wir oft eben auch sehen, wenn es einmal implementiert ist, dann reduziert sich der Widerstand eben einfach. Und die Leute müssen sich einfach dran gewöhnen und so kann man eben auch was durchsetzen. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Okay. Wie ich aus dem Gespräch mit Maja heraushöre, in Utrecht ist das Fahrrad kein Zweck an sich. Es ist ein Mittel, um eine lebenswerte, gesunde und klimafreundliche Stadt für alle zu schaffen. Denn je mehr Menschen aufs Auto verzichten und aufs Fahrrad steigen, desto mehr Platz ist vorhanden, um den öffentlichen Raum umzugestalten.
kaum eine Stadt in Europa verfolgt dieses Ziel so konsequent wie Utrecht. Die Erfolge lassen sich in der Innenstadt bewundern. Sie ist lebendig und doch ruhig zugleich. Hier fällt auf, Städte sind nicht zwangsläufig laut, nur Autos sind es. Und die spielen hier so gut wie keine Rolle. Das Auto ist zwar nicht verboten, doch kaum jemand nutzt es. Und wer doch mit dem Auto kommt, wird ins Parkhaus geleitet. Utrecht hat erkannt, wer ideale Bedingungen für Fahrradfahrer schafft, der wird auch ganz ohne Verbote autofrei. Und so werden hier Dinge möglich, die vielerorts undenkbar wären. Für all das findet Utrecht weltweit Beachtung. Jedes Jahr besuchen Delegationen aus aller Welt die Stadt, um sich inspirieren zu lassen und von Utrechts Weg zu lernen. Dafür wurde die Stadt schon mehrfach ausgezeichnet. 2025 wurde sie vom Copenhagenize Index zur schönsten Fahrradstadt der Welt gekürt. So, ich bin jetzt in Houten angekommen und Houten ist eine kleine Stadt vor Utrecht. Und das Besondere an Houten ist, dass sie vor ein paar Jahrzehnten als einzige Stadt weltweit bisher so angelegt worden sind, dass wirklich Fahrradfahrer überall Vorrang haben. Und das Krasse ist, es gibt hier anstatt Straßen eigentlich nur Radwege. Da dürfen zwar Autos drauf, aber es ist im Grunde die gesamte Stadt besteht aus einem großen Netzwerk an Radwegen. Und das ist wirklich einmalig. Und sieht auch einfach wirklich schön aus. Die Autos, die hier durchfahren müssen, die werden natürlich nicht durch die Stadt geleitet, sondern es gibt eine große Ringstraße, die sich einmal so um die Stadt zieht und da wird der gesamte Verkehr umgeleitet und du kannst die Stadt nicht mit dem Auto durchqueren. Und deshalb ist sie so gefühlt autofrei, weil das einfach nicht möglich ist. Eine Stadt, die bereits am Reißbrett für das Fahrrad geplant wurde. Das wird man so wohl nur in den Niederlanden finden. Seit Jahrzehnten setzt das Land Maßstäbe in Sachen nachhaltiger Mobilität und dient weltweit als Vorbild. Das Gute, wir müssen in Deutschland das Rad nicht neu erfinden. Es reicht, wenn wir uns von unserem nordwestlichen Nachbarn inspirieren lassen. Den einzigartigen Charme niederländischer Städte darf ich auch in meiner alten Studienstadt Groningen noch einmal erleben. Hier ist die Innenstadt bereits seit 1974 autofrei. Mit einer Stimme Mehrheit beschloss damals der Gemeinderat diesen historischen Schritt. Was damals hoch umstritten war, wird heute vermutlich selbst von den härtesten Autofans akzeptiert. Und so verlasse ich die Niederlande in der Hoffnung, dass auch bei uns der Widerstand gegen die Verkehrswende dann abebbt, wenn sie erlebbar wird. Und wenn mehr und mehr Menschen erkennen, dass weniger Autos und eine lebenswerte Stadt kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig bedingen. Nach 2 Wochen in den Niederlanden komme ich heute wieder nach Deutschland, beziehungsweise zum ersten Mal auf der Reise vom Abreisetag mal abgesehen. Und ja, ich bin gespannt, wie der Kontrast so sein wird. Das war jetzt natürlich 2 Wochen Fahrradparadies. Ich bin tatsächlich die meiste Zeit auf schönen getrennten Fernradwegen gefahren, also so wie es sein soll. Und im Moment. Und jetzt hier auf dem Weg zur Grenze sieht man noch diese klassischen niederländischen roten Fahrradstreifen in dem Fall. Und mal schauen, wie das auf deutscher Seite wird. So sehen die Radwege hier in der ersten Ortschaft aus in Bunde. Klassisch deutsche Radwege. Ich vermisse die roten jetzt schon. Einen Monat nach Abreise aus Freiburg führt mich meine Reise nach Deutschland zurück. Das Land, das sich wie kaum ein anderes übers Auto definiert und dessen wirtschaftlicher Erfolg eng mit dem Wohlergehen der Autoindustrie verknüpft ist. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet im Geburtsland des Autos der Widerstand dagegen besonders laut ist. Nirgendwo auf der Welt kämpfen mehr Menschen gegen die autogerechte Stadt als in Deutschland. Zahlreiche Vereine und Initiativen, die sich auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene
auf vielfältige Art und Weise für eine echte Verkehrswende einsetzen. Und auch ist Deutschland jährlicher Austragungsort der größten Fahrradproteste der Welt. So, komplett rechtzeitig zur Sternfahrt angekommen, ADFC heute. Und wir können jetzt einfach direkt nach Hamburg reinfahren. Von der Polizei begleitet, über die Autobahn, über die Brücken. Wird ziemlich nice, glaube ich. Schönes Wetter und es ist schon viel los. Und von hinten kommt schon der zweite Zug. Hier kommen sie alle zusammen. Die vielen Radfahrer, die auf der Straße oftmals vereinzelt unterwegs sind. Hier bilden sie eine große Masse. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit und mehr Akzeptanz. Und sie demonstrieren für sichere Fahrradwege, für autoarme Innenstädte und für eine grundsätzliche Neuausrichtung der Verkehrspolitik. Es ist ein eindrucksvolles Zeichen, dass das Fahrrad längst keine Nischenmobilität mehr ist, sondern Alltag von Millionen von Menschen. Das ist der gelbe, der ganze Tank. Für mich persönlich sind Fahrraddemos auch immer ein kleiner utopischer Blick in die Zukunft. Wer weiß, ob es eines Tages in der morgendlichen Rush-Hour so wie in diesem Moment aussehen wird. Schwärme von unzähligen Fahrradfahrern, die sich auf breiten Straßen ihren Weg durch die Stadt bahnen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Doch zusammen mit Zehntausenden Gleichgesinnten fällt es zumindest etwas leichter, daran zu glauben. So, bei bestem Hamburger Wetter treffen wir heute den Senator für Mobilität, Agnes Tjax, zum Interview. Und er will mir die schönsten Fahrradstrecken steuerfrei Hamburgs zeigen. Doch das Wetter in Hamburg ist bekannterweise launisch. Als ich kurz darauf den Senator treffe, scheint wieder die Sonne. Seit 2020 ist der grüne Politiker Agnes Tjax für den Hamburger Verkehr zuständig. Unter ihm hat sich die Stadt sichtbar verändert. Darüber will ich mit ihm sprechen. Doch zuerst lässt es sich der Senator nicht nehmen, mir eine persönliche Rundfahrt zu den besonders gelungenen Orten der Verkehrswende zu geben. Und deswegen ist das auch immer ein heißer Anwärter auf dem Weltkulturerbe. Obwohl es in Hamburg vorangeht, viele, mit denen ich auf der Sternfahrt gesprochen habe, sagten mir, es gehe ihnen nicht schnell genug. Ich möchte vom Senator wissen, ob er die Ungeduld der Menschen verstehen kann. Alles viel zu langsam. Kannst du das nachvollziehen? Erstmal freut mich ja, dass die Leute sagen, es geht voran. Dass sie auch kritisch sind, ist auch okay. Und ist immer so, wir bauen 60 Kilometer Radwege pro Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Städte das eigentlich tatsächlich schaffen. Mir geht es aber auch nicht darum, sich daran zu messen, sondern die Frage ist halt, Hamburg ist eben auch nicht so ganz klein als Stadt flächenmäßig. Und deswegen, bis man das dann in der Fläche auch wirklich merkt, dauert das eben auch seine Jahre. Ich stehe ja gerade noch unter dem Eindruck von so Städten wie Utrecht oder Groningen, aber auch Amsterdam, also wirklich fast vollendete Fahrradstädte. Sind denn das Städte, von denen Hamburg irgendwas lernen kann? Also wir können definitiv was lernen, dass zum Beispiel gute breite Radwege einfach auch Radfahrer, ich will nicht sagen provozieren, oder nach sich ziehen. Wir können uns auch einfach angucken, was sind tolle Lösungen und überlegen, ob wir die uns übernehmen. Gleichzeitig ist natürlich Hamburg auch eine andere Stadt. Also Hamburg ist einfach auch viel, viel größer als Utrecht natürlich. Wir sind nicht eine Stadt, die auch in großen Teilen zum Pendeln nach Amsterdam in eine andere Stadt lädt, sondern wir leben von den Einpendlern, die hierher kommen vor allen Dingen. Und insofern muss man dann auch irgendwo seinen eigenen Weg finden. Wir haben zum Beispiel keine Straßenbahn mehr, sondern ganz viele Busse. Man muss dieses Thema Bus und Fahrrad hier miteinander verbinden. Das muss man in Utrecht wahrscheinlich auf viel geringerer Flamme. Und insofern, man muss die guten Sachen nehmen und sie kennen und dann aber seinen eigenen Weg auch finden. Das heißt, ihr orientiert euch auch an dem Leitbild der fahrradgerechten Stadt? Nee, wir orientieren uns daran. Wir wollen ja Fahrradstadt werden. Das heißt, wir sind auf dem Weg, aber wir sind jetzt auch nicht da. Wir sind jetzt keine vollendete Fahrradstadt, das kann man nicht sagen. Aber wir wollen auf diesem Weg stark weitergehen und einfach erstmal Radwege bauen und dann natürlich aber auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel grüne Wellen für den Radverkehr, Ampelvorrangschaltung für den Radverkehr, einfach Komfortmerkmale für den Radverkehr, sodass eben der Radverkehr auch
eine Wertschätzung erfährt und die Menschen, die Rad fahren, eben auch eine Wertschätzung erfahren dafür, dass sie das tun und deswegen das hoffentlich auch noch ein bisschen lieber machen wollen. Und wir wollen damit begeistern. Also wir wollen gucken und zeigen an Beispielen, dass die Stadt grüner, schöner, besser, lebenswerter wird und mit dieser Begeisterung dann hoffentlich auch andere Menschen überzeugen. Und wir wissen, 80% der Haushalte in Hamburg haben ein Fahrrad, 60% haben ein Auto. Das heißt, das Potenzial ist ja da. Und viele Menschen fahren am Wochenende Fahrrad aus Freizeitgründen, weil sie es gerne machen. Und wir sagen dann immer, wie wäre es denn zur Arbeit auch noch Fahrrad zu fahren? Das kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und auf welche Verkehrswendeprojekte dürfen sich die Hamburger denn in Zukunft freuen? Ja, wir werden in Altona im Zentrum woanders würde man das Superblock nennen, wir nennen das Freiraum Ottensen, das Zentrum neu bauen, eine Fahrradstraße, eine im Prinzip Fußgängerzone. Wir werden die Steinstraße, das ist hatte mal früher 25.000 Autos, 4 Fahrspuren, kein Radweg, Tempo 50. Heute hat es schon 2 Busspuren, 2 Radwege, ist noch einspurig. Die werden wir komplett neu bauen. Es wird dann kein Durchgangsverkehr mehr für den privaten Individualverkehr mehr geben. Es wird Radwege geben, 50 neue Bäume. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Wir werden den Burcherplatz, das ist so unser Platz, der am Weltkulturerbe ist, ein toller, großer städtischer Platz für Aufenthaltsqualität umbauen. Und dann haben wir noch ein paar weitere Projekte, wo man, glaube ich, wirklich sieht, dass der Stadtumbau vorangeht. Also was würdest du deinen Amtskollegen denn raten? Ja, suchen Sie sich Allianzen. Kreieren Sie Win-Win-Situationen, also zum Beispiel der Stadtentwicklung, des Umweltressorts und des Verkehrsressorts, wo man sagt, man schreitet dort gemeinsam voran. Das ist auch leichter, als wenn man das alleine macht. Ja, und lassen Sie andere auch was von dem Ruhm übrig, dass man das gemeinsam hingekriegt hat. Und wenn man das dann macht und das auch belastbar machen kann, kann man auch die nächsten Projekte machen, weil ganz viel in der Politik läuft über Vertrauen und die Tatsache, dass man gemeinsam in dieselbe Richtung arbeitet. Und da muss man eben sich diese Allianzen suchen, Win-Win-Situationen kreieren und dann auch ein bisschen mutig sein. Okay, super. Dankeschön. Allianzen suchen, Erfolge gemeinsam feiern und am Ende ein bisschen mutig sein. Was der Senator sagt, sind tatsächlich Grundvoraussetzungen dafür, dass eine echte Verkehrswende gelingen kann. Und ja, in Hamburg tut sich etwas. Jedes Jahr wird die Fahrradinfrastruktur verbessert. 2024 hat die Koalition aus SPD und Grünen erstmals das Ausbauziel von 60 Kilometer neuen Radwegen pro Jahr erreicht. Ein großer Erfolg, denn selbst in der Koalition ist die Verkehrswende nicht immer unumstritten und erfährt bisweilen Rückschläge. So wurde erst kürzlich auf Druck der Sozialdemokraten durchgesetzt, dass vorübergehend keine neuen Radwege gebaut werden dürfen, wenn dafür Parkplätze weichen müssen. Denn noch immer haben Politiker und Parteien in Deutschland Angst, die Wut der Autofahrer auf sich zu ziehen und an der Wahlurne dafür abgestraft zu werden. In der Tat ist das Auto weiterhin fest in den Köpfen vieler Menschen verankert und der vermeintliche Eingriff in die Freiheit des Autos wird oft als Eingriff in die persönliche Freiheit gewertet. Doch auch Fahrradfahren ist Freiheit, die im aktuellen Verkehrssystem oft mal eingeschränkt wird. Doch um das zu sehen, braucht es einen echten Perspektivwechsel. Ich treffe eine Frau, die genau diesen Wechsel einfordert. Mit dem Begriff Autokorrektur möchte sie den Blick auf all diejenigen richten, die unter den Folgen des derzeitigen Verkehrssystems leiden. Ja, hallo, mein Name ist Katja Diel. Ich habe lange in der Mobilitätsbranche gearbeitet, alles außer Auto, bin dann ausgestiegen vor 9 Jahren und versuche seitdem das System so ein bisschen von außen zu verändern. Mein Schwerpunkt ist intersektional, also es soll allen gut gehen, die gerade schwach gemacht werden, Kindern, Behinderten, armen Menschen. Und das ist eine ganz kleine Aufgabe in Deutschland. Städte aus der Perspektive der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu denken. Würden wir diesen Rat beherzigen, würde das sehr wahrscheinlich eine Revolution unseres Stadtbildes bedeuten. Ich frage Katja Diel, wie eine solche Stadt aus ihrer Sicht aussehen würde. Wie würdest du eine Stadt beschreiben, wenn man sie konsequent aus den Augen der Kinder gestalten würde? Ich glaube, dass manchmal der Blick eines Kindes unglaublich hilft. Wenn du auf 90 Zentimetern durch Städte gehst, also Dreijährige, die laufen ja nur noch durch so, Tunnel. Ne? Also da sind Autos, da sind dann die Häuser und immer brüllt ein Erwachsener hinter dir nur bis zur nächsten Ecke, da musst du gucken, es ist gefährlich. Und wer schon mal erlebt hat, wie Kinder auf Laufrädern sich bewegen oder auf einer Kinnike Maas, wie die halt bis zur Erschöpfung Fahrrad fahren, weil sie es so geil finden, einfach mal Fahrrad fahren zu können, der kann eigentlich nicht dagegen sein, dass es kindgerechte Städte gibt. Und ich denke, kindgerechte Städte sind entschleunigt, grün, haben Aufenthaltsqualität, haben fehlerverzeihende Infrastruktur und haben ganz viele Begegnungsorte.
Jetzt ist ja aber nun mal so, dass Millionen Menschen in Deutschland Auto fahren. Und wir leben in der Demokratie, wir müssen für unser Anliegen Mehrheiten finden. Und wie gelingt es jetzt, diese Menschen davon zu überzeugen, ihr Auto vielleicht stehen zu lassen oder es sogar zu verkaufen und umzusteigen? Zum einen würde ich ein Fragezeichen dran machen, ob wir wirklich Mehrheiten brauchen, wenn wir das Richtige tun müssen. Also das Rauchverbot und auch die Anschnallpflicht, da gab es keine Mehrheiten für. So, das wurde gemacht, um Menschen zu schützen. Und ich glaube, manchmal ist Politik auch ein bisschen wie Kindererziehung. Du musst halt Rahmenbedingungen aufstellen und Leitplanken geben. Und das ist etwas, was das Leben ja auch erleichtert. Was im ersten Moment provokant klingt, ist in der Politik oftmals gelebte Praxis. Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen, sagte einst der SPD-Politiker Herbert Wehner. Und tatsächlich gibt es Beispiele, in denen die Politik genau dies tat, obwohl viele Menschen im ersten Moment protestierten. Das zeigt ein Beitrag aus den 1970er Jahren, als in Berlin ein Rauchverbot in Bussen und Bahnen eingeführt wurde. Seit gestern ist es bitterer Raucheralltag. Für die 1100 BVG-Doppeldeckerbusse gilt ein generelles Rauchverbot. Ja, da würde ich streiken. Hier ist ja hygienisch einwandfrei rauchen. Die Bazillen ab. Solange der Staat Steuern kassiert, nehme ich an, kann überall geraucht werden. Ich würde sagen, Rauchverbot dürfte nicht kommen. Das könnte weiter geraucht werden. Oben im Bus. Wem das nicht passt, der soll nach unten gehen. Das finde ich empörend. Ich finde, das ist ein Eingriff in meine Freiheit. Ich bezahle mein Fahrgeld wie jeder andere. Ich bin ein alter Zigarrenraucher, werde 77 Jahre alt, ja. Aber das Rauchen hat mir noch keiner verboten. Und jetzt mit einmal wird die Welt verrückt. Ich bin der Meinung, da kann man doch das einrichten, dass da irgendwie mit Anhänger gefahren wird oder dass irgendwie jeder zweite Bus fährt. Raucheranhänger oder extra Raucherbusse wird es auch in Zukunft nicht geben. Aber trotz aller Meckereien, gute Bürger befolgen auch ungeliebte Verbote. Das größte Problem in der Politik heutzutage ist, dass die Politiker in den Umfragen hinterherhecheln. Also die werden ja immer getrieben. Und du hast Paris ja auch schon bereist. Anne Hidalgo hatte eine Vision und die wird ja nicht geliebt in Paris. Also ich war da und es gibt durchaus Leute, die es richtig scheiße finden, was da passiert. Aber sie sagt halt, ich will diese Stadt für die Menschen gestalten, die dort leben. Und ich glaube, solche PolitikerInnen zeigen, dass man Mehrheiten schaffen kann, indem man Realitäten schafft. Also du kannst nicht in der Utopie bleiben und sagen, ja, dafür möchte ich jetzt die Mehrheit haben, sondern du musst erlebbar machen, was die Vorteile sind. Und dann bekommst du die Mehrheiten. Was damals gelang, scheint heute schwer vorstellbar. Verbote, so sinnvoll sie auch erscheinen mögen, stehen heute schnell unter Ideologieverdacht. Und die Politik ist vorsichtig geworden. Es braucht diese ungeduldige Zivilgesellschaft, es braucht Kommunikation zwischen den verschiedenen, die beteiligt sind. Es braucht aber auch manchmal einfach, dass durchgezogen wird. Und dass nicht immer die enttäuscht werden, die Veränderung wollen. Weil das ist momentan immer da, wo es hinkippt, wenn Diskussionen sind. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg, aber Deutschland ist nicht gerade Marktführer in Sachen Verkehrswende. Da können wir uns viel noch abgucken. Und ich glaube, da haben wir alles im Land, was wir brauchen. Von der Autoindustrie, die vielleicht mal andere Dinge braucht, bis hin zu tollen Aktionen wie Radentscheide und Ähnliches, die sich ja auch auf den Weg machen, die Dinge zu verändern, die Politik anzutreiben. Wenn wir uns da dann noch unterhaken, könnte richtig Tempo entstehen. Die liegen in irgendeiner Schublade. Kreativ im Ansatz, geeint in der Sache. Mit dieser Botschaft breche ich auf meine letzte Etappe, entlang der Elbe in den hohen Norden Deutschlands. Auf den Deichen lässt sich ungestört übernachten, denn in der Regel trifft man hier auf mehr Schafe als Menschen. Ganz Deutschland ist eine Hitzewelle und hier im Norden ist es zwar nicht ganz so schlimm wie im Süden. Es ist jetzt nicht vielleicht 35 Grad oder so, aber es brutzelt dennoch unglaublich. Ja, ich habe mir ein nasses Handtuch umgeworfen und das macht es einigermaßen erträglich. Oh, und
Die armen Schafe, die schnaufen auch enorm. Boah, das ist gerade der heißeste Tag der Reise. Zum Glück wird es in den Abendstunden erträglich und auch der Wind legt sich. Ich erfülle mir einen lang gehegten Traum und besuche in Nordfriesland einen der schönsten Orte Deutschlands, den Westerhever Leuchtturm. Und dann bin ich in Dänemark. Und was als entspannte letzte Etappe geplant war, entpuppt sich an diesem ersten Tag als eine der härtesten. Entlang der Küste tobt der Wind, die meiste Zeit von vorne und manchmal von der Seite. Erst als ich Richtung Osten fahre, dreht auch der Wind und schiebt mich meinem Ziel entgegen. In Dänemark mache ich eine tolle Entdeckung. Im ganzen Land gibt es ein dichtes Netz an Sheltern, hölzerne Schutzhütten, die Reisende zum kostenlosen Übernachten in freier Natur einladen. Über eine App lässt sich einfach und bequem der nächste Rastplatz ausfindig machen. Und so finde ich wunderbare Nachtlager, oftmals direkt am Wasser, und tanke Kraft für die letzten 100 Kilometer der Reise. Ich bin in Kopenhagen und bekomme einen letzten Eindruck davon, was eine Fahrradstadt ausmacht. Kopenhagen bezeichnet sich selbst sogar häufig als Fahrradhauptstadt Europas. Und auch wenn für mich die Niederlande außer Konkurrenz steht, erkenne ich Kopenhagens Bemühungen an. Die Radwege sind eher schmucklos, doch sie sind effektiv und lassen einen selten im Stich. Die Stadt ist mit einem dichten Radnetz durchzogen und die meisten bieten einen guten Schutz vor dem motorisierten Verkehr.
Dieses Netz beschert Kopenhagen einen Fahrradanteil von 34%. Für eine europäische Großstadt ein absoluter Spitzenwert. Doch Kopenhagens Meisterstück sind seine Fahrradbrücken. Sie sind architektonische Kunstwerke, vielfach preisgekrönt und gehören längst zu den Wahrzeichen der Stadt. Vor 2 Monaten bin ich in Freiburg aufgebrochen. Ich wollte wissen, wie europäische Städte die Verkehrswende gestalten und was wir in Deutschland von ihnen lernen können. 5 Länder und 2000 Kilometer später kann ich sagen, all diese Städte vereint, sie haben zu einem gewissen Zeitpunkt erkannt, dass es so nicht weitergehen kann, dass das Auto den Weg zu einer lebenswerten Stadt versperrt und sich etwas ändern muss. Und sie haben erkannt, dass das Fahrrad die Antwort auf viele Probleme ist und dass, wenn man die Menschen zum Fahrradfahren bewegen möchte, der öffentliche Raum umverteilt werden muss. Das haben sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten eindrucksvoll geschafft, mit klarem Ziel und dem Mut, anfängliche Widerstände auszuhalten, denn sie waren überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Und noch etwas habe ich gelernt, nämlich dass der Erfolg der Verkehrswende weder von viel Geld noch ausreichend öffentlichen Flächen abhängig ist, sondern allein von der Vorstellungskraft der Menschen, diese Flächen zu verändern. Und hier, wo sich Europa mit Skandinavien verbindet, endet meine Reise. Ich bin dankbar für all die Eindrücke und Erfahrungen und für die Begegnungen mit Menschen, die sich für die lebenswerte Stadt einsetzen. Und am Ende bin ich auch dankbar, diesen wunderschönen Kontinent ein klein bisschen besser kennengelernt zu haben. So, knapp 2 Monate und 2000 Kilometer später bin ich heute am Ende der Reise angelangt in Kopenhagen. Hinter mir ist die Sykelslangen, das ist die schönste Fahrradbrücke der Stadt, ja, und vielleicht sogar die schönste Fahrradbrücke Europas. Gleichzeitig ist das auch das Ende des Films. Ich durfte in den letzten 2 Monaten so viele spannende Städte besuchen. Ich habe mit sehr vielen inspirierenden Menschen gesprochen und ja, habe dabei auch sehr viel gelernt. Ich habe zum Beispiel in Paris gesehen, was politischer Wille alles bewirken kann, wie das eine Stadt in wenigen Jahren zum Positiven verändert. Ich habe in Amsterdam die Auswirkungen des Massenprotests der 70er Jahre gesehen, nämlich wie das komplett die Stadt verändert hat. Oder in Utrecht, wie das Fahrrad im Grunde die gesamte Stadt zusammenhält, am Leben hält.
Und gleichzeitig war dieser Film auch ein Reisefilm. Es ging um das Unterwegssein, um das den ganzen Tag im Fahrrad sitzen und einfach auch frei zu sein ein bisschen. Und ob das alles so geklappt hat, das kann jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Und was der Film am Ende auch ist, ob ein Reisefilm oder eine politische Dokumentation. Für mich war es wichtig, einfach beides zusammenzuführen, um auch zu zeigen, wie vielseitig das Fahrrad so ist. Ich wollte mit diesem Film informieren, unterhalten, aber am wichtigsten auch irgendwo inspirieren, denn das braucht es. Es braucht Leute, die Hoffnung haben daran, dass die Zustände besser sein können, denn ja, wenn man nicht daran glaubt, dann setzt man sich ja gar nicht erst dafür ein. Also das war mir ganz wichtig und ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist. Und am Ende bleibt natürlich nur noch Danke zu sagen. Danke fürs Begleiten der Reise, danke, dass ihr diesen Film geschaut habt. Es war mir wie immer eine große Freude und natürlich auch eine große Ehre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.